Diese Woche geht es um fehlerhafte Flugzeuge, um öffentliche Backups und um ein Dreieck. Hallo, hier ist der Tim von Gedata. Journalisten des Online-IT-Magazins Golem haben herausgefunden, dass einige Plattformbetreiber, darunter auch Dating-Webseiten, bestimmte Datei-Backups öffentlich zugänglich im Netz gespeichert haben. Einige der stichprobenartig untersuchten Archivdateien haben jedoch keine persönlichen Daten enthalten, wie zum Beispiel Klarnamen oder Mailadressen. In anderen Dateien waren dafür umso mehr von diesen Daten vorhanden. Hier allerdings böse Absicht zu unterstellen, ginge zu weit, denn solche unbeabsichtigten Datenlecks sind häufig das Ergebnis eines Versehens, vor dem auch größere Unternehmen nicht gefeit sind. Einige der Webseitenbetreiber haben sich für eine entsprechende Meldung bedankt und die Dateien entfernt. Andere wiederum haben direkt zum Gegenschlag ausgeholt und einen der Journalisten als Wichtigtuer bezeichnet. Darüber, dass jeder eine Datensicherung haben sollte, müssen wir hier, denke ich, nicht reden. Auch, dass eine Datensicherung eigentlich nicht öffentlich sein sollte, bedarf, glaube ich, keiner Erklärung. Wer allerdings irgendeine Online-Plattform nutzt und ihr Daten anvertraut, der sollte sich genau überlegen, welche Daten er dieser Plattform anvertraut. Kleine Richtschnur an der Stelle: Geht einfach davon aus, dass im schlimmsten Fall sämtliche Daten, die ihr der Plattform anvertraut habt, öffentlich zugänglich sind. Flugzeughersteller Boeing steht nach Berichten über eine Softwarekomponente namens MCAS, die für 2 Abstürze verantwortlich gemacht wird, bei denen insgesamt 346 Menschen ums Leben gekommen sind, erneut in der Kritik. Grund dafür sind Schlampereien bei der Fertigung des Spitzenmodells des Herstellers, der 787 Dreamliner. Durch Engpässe bei Zulieferern und durch den Marktdruck des Hauptkonkurrenten Airbus ist Boeing hier in Zeitdruck geraten. Deshalb hat einem Bericht der New York Times zufolge, der sich auf Aussagen von ehemaligen Boeing-Mitarbeitern stützt, die Fertigungsgeschwindigkeit oberste Priorität. Die Sicherheit sei dem implizit untergeordnet. In einem Werk des Herstellers geht es so weit, dass Werkzeuge teils zu Hunderten in Flugzeugen vergessen worden sind, zusammen mit Behältern für Schmiermittel oder mit Produktionsabfällen wie zum Beispiel Metallspänen. Andere Mitarbeiter des Unternehmens berichten zugleich von Repressalien, denen sie ausgesetzt wurden, nachdem sie versucht haben, auf die Missstände aufmerksam zu machen. Aber warum rede ich eigentlich genau über dieses Thema? Ganz einfach, es gibt eine Art magisches Dreieck aus den Komponenten Kosten, Qualität und Geschwindigkeit. Und es sind immer nur 2 dieser Faktoren miteinander vereinbar, und zwar auf Kosten des dritten Faktors. Beispiel: Was schnell zu produzieren ist und billig ist, hat in der Regel eine etwas geringere Qualität. Dinge, die eine höhere Qualität haben und billig zu produzieren sind, brauchen mehr Zeit. Und Dinge, die eine hohe Qualität haben und schnell zu produzieren sind, sind nicht billig. Das gilt für die Entwicklung und Fertigung von Flugzeugen genauso wie für IoT-Geräte oder die Softwareentwicklung. Wenn Sicherheit aus Kostengründen nicht mehr Bestandteil des Produktionsprozesses ist, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis Unfälle passieren. Wer regelmäßig Bescheid bekommen möchte, wenn wir ein neues Video posten, der kann einfach den Gedata-Kanal abonnieren und da unten auf das kleine Glockensymbol draufklicken. Dann bekommt ihr auf jeden Fall Bescheid, wenn es was Neues von Gedata gibt. Soweit von mir. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.